Spieltag Nummer 2 in unserer Preußen-Münster-Karriere. Es kommt zum Aufsteigerduell beim SSV Ulm. Die haben ihr erstes Spiel verloren in der Liga. Wir sind siegreich gegen Paderborn gestartet. Ich habe noch ein paar Infos, die ich euch gerne weitergeben möchte. Und ich habe auch so noch ein paar Sachen zu erzählen. Zunächst mal vielen, vielen Dank für die lieben, netten und vielen Kommentare, die vielen Bewertungen und auch die vielen Aufrufe auf meine Preußen-Münster-Karriere. Das ist natürlich nur zweitrangig. Ich freue mich natürlich, dass diese Karriere so angenommen wird und dass ja auch sehr aktiv von euch geschaut wird. An alle neuen Zuschauer, herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Das freut mich wirklich sehr. Großes, großes Herz und großes Dankeschön geht da mal raus an euch. Ich hoffe, ihr macht so weiter. Dann habe ich noch 2 Spielervorschläge bekommen von ehemaligen Preußen-Münster-Spielern. Und zwar einmal, ich habe mir die Namen extra aufgeschrieben, kann ich mir nicht merken, Henok Teklap, war wohl auch früher bei Preußen-Münster so eine Art Fanliebling. Der spielt bei Saint-Gilloise. Und dann haben wir noch Nikolai Remberg, der spielt bei Holstein Kiel. Der wird aber, glaube ich, nicht zu bezahlen sein. Der hat einen Marktwert von 4,8 Millionen. Bei Henok Teklap muss ich mal gucken. Den lasse ich jetzt erstmal beobachten. Der hat eigentlich auch eine gute Stärke. Würde hier reinpassen in den Kader. Und was wäre das für eine Geschichte? Ein Rückkehrer? Warum nicht? Da würden die Fans voller Freude ausflippen. Bin ich der Meinung. Und genau, das dazu. Dann vorne natürlich Badmatz, der ist auch in Wirklichkeit verletzt ist, habe ich jetzt auch irgendwie erfahren. Das ist natürlich ein bisschen schade. Vorne Fridjonsson und sein 1,96 Isländer, der soll ihn also möglichst gut vertreten. Und auch Janda und Grudowski. Schauen wir mal. Und natürlich auch Hendricks und Mees und hast du nicht gesehen. Also ich sehe mich hier heute wirklich als Favorit. Also ich will hier schon gewinnen, ne? Ganz klare Sache. Aber mal gucken, ob es dann halt auch dazu kommt. Wir müssen dann halt auch die Tore machen. Möglichst mal 1, 2 mehr als im letzten Spiel. Und die erste Chance nach einer Ecke. Sehr, sehr gut. Noch eine kleine Info. Ich habe schon angefangen, meine Talente-Videos vorzuproduzieren bzw. aufzunehmen. Ich glaube, das erste Video von den Torhütern müsste jetzt auch entweder morgen oder die nächsten Tage rauskommen. Spätestens am Wochenende. Es dauert halt immer ein bisschen, ne, bis man das Ganze simuliert hat und so weiter. Da sind aber ein paar gute Torhüter mit dabei. Sehr günstige Torhüter. Ja, vielleicht auch Namen, die ihr vorher noch nicht gehört habt. Ich freue mich auf jeden Fall. Ich bin sehr, sehr gespannt. Und dann geht es natürlich weiter. Verteidigertalente kommen dann, Mittelfeld, Sturm. Da habe ich mir schon ein paar Juwele rausgesucht. Und jetzt, genau, wollte ich hier erstmal umstellen auf offensiv. Ich will hier das 4-2-3-1 ein bisschen offensiver spielen. Und ansonsten, habe ich noch was vergessen? Ich glaube, das war es erstmal. Also ich bin sehr, sehr gespannt. Ich freue mich auf die Karriere und ich freue mich, wenn Fridjonsson jetzt mal die Ruhe behält. Oh, was ist das denn? Fridjonsson! Und uns hier 1-0 in Führung schießt. Dazu müssen so Dinge halt genutzt werden. Oh, guck mal. Oh, ne, ich dachte, das wäre der Schiri. Da oben. Fridjonsson, was macht denn Ulm? Die stehen ganz schön offen da hinten. Janda! Die verteidigen ganz schön luftig, ey. Eine Dreierkette habe ich gesehen im Vorspann. 3-1-4-2. Also das sind quasi schon Chancen für uns vorproduziert oder vorgesehen. Die müssen wir einfach nutzen. Vielleicht jetzt. Palthoff, der hat auch im letzten Spiel getroffen gegen Paderborn. Hermann Löns die Heide brennt. Guck mal, wir müssen zusehen, wie wir unser Geld zusammenbekommen. Und hier in der Premier League wechselt gerade mal Andrew Robertson zu Liverpool für 62... Hä? Das war doch Ecke. 62,2 Millionen. Das sind halt die Unterschiede, ne? Dafür sind wir aber auch Preußen-Münster. Deswegen haben wir uns das ja ausgesucht, beziehungsweise ihr habt das ja gewotet. Da müssen wir ein bisschen gucken mit dem Geld. Ich habe auch 1, 2 Leute noch auf die Transferliste gesetzt. Also es könnte durchaus sein, dass wir vielleicht noch einen Rückkehrer sehen bei Preußen-Münster hier in unserer Saison. Ist gar nicht so unwahrscheinlich, wenn ich halt die Preise dann habe. Oh nee, ist gut zurückerobert. Und jetzt aber Fridjonsson. Das gibt's nicht, ey. 3, 4 Hochkaräter schon. Weil uns Ulm halt auch den Platz lässt. Was machen die denn? Wie verteidigen die denn? Ey, schaut euch das mal an. Die stehen ja wirklich mit 3, 4 Mann hinten fast auf dem 5er. Das ist ja wie für uns gemacht hier. Rogoff. Ja, oben, guck mal, ganz oben. Also die haben quasi den Regler auf 10 gestellt, wenn du so möchtest. Oh, Grudowski. Um mal mit den alten Reglern hier ein bisschen zu spielen. Die haben bestimmt zurückfallen lassen, Regler auf 10 gestellt. Wir haben schon 5 Schüsse nach 26 Minuten, viel Ballbesitz. Aber wir brauchen ein Tor. Wir müssen hier 1-0 in Führung gehen. Dann ist wahrscheinlich das der Knoten, der Platz und dann wird das hier ein 2-3-0. Aber wir müssen es halt auch erstmal machen. Und die lassen uns auch wirklich den Platz. Guck mal, in der Mitte. Hendricks zum Beispiel hat so viel Platz vorne. Fridjonsson, um Gottes Willen. Schießt doch direkt. Und die nächste Chance. Also wenn das so weitergeht, haben wir am Ende der ersten Halbzeit schon 10, 20 Schüsse. Und wahrscheinlich wird dann Ulm mit 1-0. Oh, die kommen jetzt über Keller. Der Horst hat dann ein bisschen geschlafen. Achtung.
Ja, Verteidigung steht. Mittelfeld muss auch zurück. Und jetzt der erste Schuss für die Ulmer. Aber das muss ich sagen, das wird, glaube ich, auch häufiger in der Saison hier sein. Also könnte ich mir vorstellen, weil wir halt auch mit so einer Mannschaft spielen, dass so ganz viele Spiele 50-50 stehen vor dem Spiel. In so einem Spiel, klar, gehen wir vielleicht als leichter Favorit ins Spiel, aber ansonsten sind das so 50-50 Spiele. Vielleicht auch gegen die großen Teams. Hamburg, Schalke und so weiter und so fort. Da bin ich sehr, sehr gespannt. Jan, da haben wir jetzt erstmal wieder. Das ist lustig, wie die da hinten drin stehen. Das ist Wahnsinn und wir schaffen es bislang leider nicht, hier in Führung zu gehen. Fridtjonsson! Aber jetzt! Jetzt ist der Knoten geplatzt und was für ein schönes Tor. Vom Isländer, jawohl, da wird die Faust geballt. Männer, ruhig, alles gut, wir haben noch Zeit. Es ist noch zu lange zu spielen. Fridtjonsson, super. Aus 16, 17 Meter, gut 21 Meter und dann schön mit links ins lange Eck. Ist der Linksfuß? Keine Ahnung, ist mir auch eigentlich egal. Wir führen 1:0. Das war wichtig. Das war super, super wichtig. Fridtjonsson, der wie gesagt den verletzten Malik Batmaz hier auch irgendwie ersetzen soll und muss. Aber dass er auch in Realität verletzt ist, das habe ich gar nicht gewusst. Weil ich mich halt auch mit der zweiten Liga beziehungsweise dann auch mit Preußen Münster nicht so sehr beschäftige. Müsste ich jetzt eigentlich mal machen. So, und das ist jetzt vielleicht der Knoten, der das Ganze hier zum Platzen gebracht hat. Jetzt läuft es vielleicht. Mees, nächste Chance, wir machen das richtig gut. Ter Horst geht mit nach vorne und jetzt Johnny Grodowski. Ja, auch ein Fanliebling. Genau wie Batmaz wahrscheinlich, der, wie gesagt, die beiden haben ja letzte Saison die Münsteraner quasi im Alleingang in die zweite Liga geschossen. Von daher sind das hier schon Münsteraner Legenden, möchte ich schon fast sagen. Aber nach wie vor, dass es nur 1:0 steht, da ist Ulm, glaube ich, sehr, sehr gut bedient mit. Und ich freue mich, dass wir bislang so einen richtig guten Saisonstart haben. Ich hatte am Anfang auch so ein bisschen Sorge, weil ich halt auch nicht wusste, wie verhält sich da die Gegner-KI, der Gegner oder die Gegner auf dem Spielmodus, auf der Schwierigkeitsstufe. Aber bislang, wenn ich das jetzt hier sehe, das ist ja Hanebüchen, was die hier machen. Die Ulmer, aber wir müssen das halt auch irgendwie genauer dann zu Ende spielen. Hendricks, Ter Horst, jetzt ist erstmal Halbzeit, also super dominantes Spiel hier in der ersten Halbzeit. Und wir führen halt auch nur mit 1:0, muss man auch immer wieder dazu sagen, nur 1:0, 10 Schüsse, 71% Ballbesitz und wir haben halt auch noch ein paar Konsorten auf der Bank. Ich habe jetzt Makrides hier für Batmaz, Amenido wäre auch nochmal so eine schnelle Option. Kireva, den habe ich auf die Transferliste gesetzt, den möchte ich gerne verkaufen, damit ich Geld bekomme. Nehme mit vorne auch nochmal als Ersatz. Also wir haben schon so ein paar Leute, die wir schon ruhig hier reinsetzen können, die noch ins Spiel kommen werden und wahrscheinlich auch im Laufe der Saison, ganz klar. Wenn wir dann auch irgendwann im DFB-Pokal wieder spielen. Ja, Erzgebirge Aue ist da unser Gegner in der zweiten Runde. Sehr viel Euphorie, sehr viel Spaß bislang, muss ich sagen. Wir haben auch erst das zweite Spiel, beziehungsweise das dritte mit dem DFB-Pokal. Achtung, abgefälscht. Das ist die große Gefahr. Wenn dann der erste Gameplay-Patch kommen sollte, wahrscheinlich 1-2 Wochen nach Release, gehe ich mal von aus, dann wird es wahrscheinlich sich auch wieder ein bisschen anders spielen lassen. Aber bis dahin müssen wir das noch genießen. Achtung, die erste Chance für die Ulmer. Die XXL-Chance zum Ausgleich. Und das ist nach wie vor das Gefährliche. Wenn du vorne die Chance nicht machst, hat sich nicht verändert. Dann musst du aufpassen, dass du die Dinger nicht bekommst. Und dann darfst du dich auch nicht beschweren. So, deswegen ganz schnell aufs zweite Tor gehen. Ich lasse weiterhin die offensive Ausrichtung und bleibe auch weiterhin im 4-2-3-1. Je nachdem, wann die Ulmer denn mal ein bisschen was riskieren. Was haben wir jetzt hier als Vorschlag? Tiki-Taka, Konter mit einem 5-4-1, also 5er-Kette, das ist nicht so meins. Das würde ich nicht spielen. Muss halt in der Defensive sehr wachsam sein. Und dann, wenn wir den Ball haben, das ist mein Ziel, schnell umzuschalten, auch mit Münster. Wir haben auch die schnellen Leute. Oh, Mees zum Beispiel, Grodowski auf der anderen Seite. Und zur Not haben wir Reservespieler, die das auf jeden Fall machen. Oh, jetzt kommt aber auf jeden Fall Ulm, Hegel, das ist die Chance. Pfosten. Ja, mit dem Verteidiger, wenn du da einmal eine falsche Bewegung machst, die KI, die nutzt das gnadenlos aus. Das ist wirklich Wahnsinn. So, nächste Chance. Könnte abseits sein. Ja, schade. Ganz, ganz knapp. Grodowski hier eigentlich im richtigen Moment und dann war es, ja, der halbe Körper. So, jetzt wechseln wir mal. Nach einer Stunde ungefähr. Vorne bringen wir mal Nehme mit rein. Ich würde auch gerne mal, wer ist hier langsamer? 86 Tempo. Okay, 67 Tempo. Da bringen wir mal Amenido rein. Der ist, also gut, 75 Tempo. Vielleicht bekommt er das ein bisschen schneller hin über die rechte Seite.
Und dann vielleicht durch den Leihspieler des HSV. Nehmet. Respekt auf jeden Fall. Ein Leihspieler vom HSV hier in der 2. Liga auf jeden Fall. Gold wert, gerade für so einen Aufsteiger. So, der erste Versuch hier. Amenido, zeig mal, was du drauf hast. Ein bisschen Geschwindigkeit. Janda, ja, Amenido. Und jetzt Nehmet in der Mitte, kriegt einen Ball durch. Ja, super. Und jetzt rein damit. 2-0. Eine Stunde gespielt. Genau der richtige Zeitpunkt. Schau mal auf die Uhr. Ah, nee, er macht den Spider-Man-Jubel. Ich dachte jetzt, wo er auf die Uhr zeigt. Die Spider-Murphy-Gang ist hier unterwegs in Münster. Schön gespielt. Die Ego-Perspektive. Sehr, sehr schön. Zack. Perfekt getroffen in den Winkel. Und die beiden Neuen im Zusammenspiel. Amenido. Hier sehen wir das nochmal. Und Nehmet. Wir haben aber auch den Platz. Das werden wir zum Beispiel gegen Schalke und gegen Köln, Düsseldorf, Hertha, die auch allesamt stärker sind als wir. Das werden wir da nicht haben. Deswegen müssen wir zusehen, dass wir gerade gegen so Gegner uns die Siege holen. Ja, gegen Ulm, dann auch gegen Regensburg, Braunschweig, Elversberg, Schalke, weiß ich nicht, wie stark die hier sind. Die stehen ja momentan auch wieder mit dem Rücken zur Wand, haben auch Karel Geratz jetzt entlassen, sind also auch wieder auf der Suche nach einem neuen Trainer. Also was Schalke schon einen Trainer verschlissen hat in den letzten Jahren. Man muss sich das mal auf der Zunge zergehen lassen. Die haben vor 5 oder 6 Jahren noch in der Champions League gespielt. Und seitdem ging das, warum auch immer, Saison für Saison immer schlechter, bergab, fast sogar in Liga 3. Und jetzt sind sie, glaube ich, nach 4 Spieltagen schon wieder irgendwo unten. Auf dem 16. Platz. So, was haben wir jetzt hier als Vorschläge? Ja, Abwehrriegel will ich aber trotzdem nicht machen. Wir machen das hier sehr souverän. Also den 4-2-3-1, wir haben viel Platz, die Ulmer. Weiß ich nicht genau, was die vorhatten. Oh, das ist zu viel Platz, Krodowski. Und jetzt nutzen wir auch die Chancen. Ja, anders als gegen Paderborn, da hätten wir auch mal ein Tor mehr machen können oder 2. Nutzen wir jetzt hier die Chancen, was sehr, sehr wichtig ist. Gerade fürs Torverhältnis, da würden wir uns oben, ja, mal gleich festsetzen, auf jeden Fall. So, aber wir haben noch gut 20 Minuten. Das sollten wir jetzt hier hinkriegen. Mit dem 3. Tor wäre das Ding hier, wie gesagt, wirklich, ja, endgültig entschieden. Ja, da, nächster Schuss. Und am Ende haben wir 25 Torschüsse. Und der macht gleich die Ecke hier. Schöner Eckball. Partov, ja. Der macht direkt weiter hier, unser Kapitän. Ja, Schuss aufs Tor 2 von Ulm. Der eine Pfostenschuss und der abgefälschte Schuss. Da hätte es auch längst mal... Oh Gott, ey, Partov, der kann nicht mehr. Der muss wieder zurück in die Abwehr. Der hätte es auch gut und gerne 1-1 stehen können. Der Horst ist dazwischen sehr, sehr schön. Sehr fair gewonnen. Rogoff, ja. Na, jetzt riskieren die Ulmer vielleicht nochmal ein bisschen. Gibt natürlich uns hier die Möglichkeit umzuschalten, zu kontern, auch schon mal zur Eckfahne. Ah ne, Eckfahne, da bin ich auch nicht so der Freund von. Aber nochmal ein 3. Tor nachzulegen. Oh, schöne Flanke. Ich denke immer, der Mann in Schwarz, das ist nochmal unser Mann, aber es ist der Schiri. So, wir machen es hier Ulmer. Auch jetzt viel Platz im Mittelfeld. Hendricks ist da. Brandt, ja, Fehlpass, super. Also, 10 Minuten sind noch zu spielen. Jetzt machen wir mal den Abwehrriegel, dass ihr das auch mal seht. Habt ihr ja gesehen, guck, unten verschiebt sich das wieder alles. Mit einem 5-3-2. Das machen wir jetzt noch die letzten 10 Minuten. Wie gesagt, es funktioniert nicht immer, also vertraut nicht immer auf die taktischen Kniffe, die euch hier vorgegeben werden. Oh, das könnte nochmal ein schönes Tor werden, schade. Vertraut da immer so ein bisschen auf euer Bauchgefühl. Also, ne? Nicht gleich immer das umstellen, was da unten steht. Aber ich glaube, jetzt 5 Minuten vor Schluss, so harmlos wie die Ulmer waren, wie gesagt, bis auf den Pfostenschuss, wo es echt nochmal hätte brenzlig werden können, haben wir das eigentlich gut wegverteidigt bekommen. Schauen wir nochmal. Tealovic. Und da ist doch nochmal... Nein, nicht der Anschluss. Gott sei Dank. Ich wollte gerade sagen, und da ist doch nochmal der Anschlusstreffer, aber er versemmelt den. Um Gottes Willen, aus 4 Metern. Naja, da seht ihr mal, auch Profis sind nur Menschen. Und natürlich auch realistisch. Also nicht jeder Profi macht den aus dem Winkel rein. Im letzten Spiel, da sind ja die Bälle quasi immer reingeflogen. Egal aus welchem Winkel. Oh, vorne Nemeth, guckt euch das an. Da, wo ist da die Verteidigung? Nemeth! Da musste fast eine Vermisstenanzeige aufgeben. Wo ist die Abwehr von Ulm? Das geht nicht. Also so steigen die direkt wieder ab. Das ist der helle Wahnsinn, wie die hier verteidigen, beziehungsweise auch nicht verteidigen. So, Janda, komm, rutsch nochmal rein. Ja, schöne Grätsche. Ja, ein sehr souveräner Sieg. Also ein bisschen besser auch als gegen Paderborn. Aber gut, der Gegner heute, das war ja wirklich auch kein Gegner. Jetzt hier ohne hochnäsig zu wirken. Wir haben jetzt 6 Punkte aus 2 Spielen. Das ist gut. Ein super Saisonstart. Vielleicht auch noch ein Neuzugang mehr. Ja, ein Rückkehrer. Mal gucken, je nachdem, wie ich das hier gedeichselt bekomme. Aber am Ende 2:0. Verdienter Sieg. Gutes Spiel.
Ja, der Trainer ist zufrieden. Geht natürlich immer noch mal ein bisschen besser, indem man einfach noch mehr Tore schießt. Aber ich glaube, mit 6 Punkten aus 2 Spielen, dazu sind wir im DFB-Pokal eine Runde weiter. Das ist, glaube ich, ein sehr, sehr guter Saisonstart. Am Ende hatten wir dann 15 Schüsse. Jetzt kommt natürlich die erste, ja, wie sagt man so schön, die erste richtige härtere Probe gegen den 1. FC Köln zu Hause. Wir haben aber noch 2 ungelesene Nachrichten. Wir gucken einmal hier. Ich fand es toll, dass ich spielen durfte, genau. Ich war schon ein bisschen überrascht, dass sie mich auf die Transferliste gesetzt haben. Ich habe mich hier wohlgefühlt und würde, läge es an mir, auch bleiben. Ich sehe mich lediglich um. Ich hätte ja auch sagen können, wir brauchen das Geld, aber im Prinzip wird ihn ja nicht so einfach vom Hof jagen. Aber ich habe natürlich dann recht, indem ich dann sage, ich brauche Geld und ich brauche auch wirklich das Geld, um ja, mir eventuell hier, seht ihr, Remberg, eine Freigabesumme von 4,8 Millionen. Man könnte natürlich verhandeln, aber das würde wirklich sehr, sehr schwer werden. Und den anderen, den zeige ich euch gleich auch nochmal, Transferzentrale. Und zwar haben wir hier Henok Teglap, der wohl auch mal bei Preußen Münster gespielt hat. Den muss ich noch 8 Tage scouten, der ist noch nicht ganz fertig. Der kann sowohl rechtes als auch linkes Mittelfeld und auch den Linksverteidiger geben. Also wird er schon mal nicht ganz so langsam sein, wenn der auch Linksverteidiger spielen kann. Rechtes Mittelfeld, linkes Mittelfeld. Heinz wäre natürlich nochmal so eine Sache. Der hat auch nicht so einen hohen Marktwert, 1,5 Millionen. Aber ich muss mich halt entscheiden, ne, ob ich noch einen Innenverteidiger will. Glück von der zweiten vom VfB, das wäre auch nochmal eine Option. Ich würde jetzt aber mal noch vorspulen bis zum nächsten Spiel. Das nächste Spiel ist in 5 Tagen. Dann gucken wir nochmal auf die Tabelle. Für Kevara haben wir schon mal ein erstes Angebot vom SC Paderborn. Das werde ich mir da nochmal in Ruhe angucken. 2 aktualisierte Scouting-Berichte und zwar, ach so, Rembeck und Teglap sind schon fertig? Nein. Ach so, es ist nur aktualisiert. Okay, hier die Werte. Sieht eigentlich gar nicht so schlecht aus. Aber gut, er spielt in der ersten Liga. Ich glaube wohl kaum, dass Nikolai Remberg freiwillig in die 2. Liga nochmal gehen würde. Naja, also wir schauen mal kurz drauf auf die Tabelle. Sieht natürlich am Anfang immer geil aus. Wenn du oben bist, 1. Platz, 13-0 Tore, sieht natürlich gut aus. Dann Hamburg, Köln, Magdeburg, Hannover. Das wird sich jetzt alles so zurecht ruppen oder stellen. Schalke, Nürnberg, wer es ganz unten führt. Elversberg, Braunschweig. Und das sind halt auch Gegner, gegen die müssen wir einfach gewinnen. Regensburg, Elversberg, Braunschweig, das sind quasi so 6 Punktespiel immer. Und die anderen sind einfach Boni. Also gegen Köln, Hamburg, Düsseldorf, da erwarte ich jetzt nicht unbedingt einen Sieg. Von daher gehen wir da nicht als Favorit ins Spiel. Haben da vielleicht auch einen kleinen Vorteil, weiß ich nicht. Also, macht's gut. Mal gucken, vielleicht habe ich noch 1, 2 Neuzugänge, vielleicht auch 1, 2 Abgänge. Ihr werdet sehen im nächsten Part. Haltet die Augen offen nach meinen Talente-Videos. Lasst da auch gerne schon mal ein Abo da und einen Daumen nach oben. Wir sehen uns. Macht's gut und vielen Dank fürs Zuschauen.